Hallo, ich bin der Jakob. Ich würde euch heute gerne ein bisschen was vom Biohof Lödelt erzählen und würde euch gerne zeigen, was wir in der Landwirtschaft zur Vielfalt beitragen. Auf unserem Hof gibt es eine sehr große Sortenvielfalt, von Obstbäumen bis Gemüse, bis Kartoffeln, auch bis Getreide. Das ist aus meiner Sicht sehr interessant zu beobachten. Einerseits vom Geschmack her, von der Rarität her, dass es ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung auch der Artenvielfalt ist. Rechts neben uns sehen wir einen Teil von unserer Kartoffelfelder. Hauptsächlich alte Sorten, unter anderem Kipfler sind dabei. Kipfler sind aus meiner Sicht sehr interessante Kartoffeln, sind sehr gut für den Salat, haben halt ein sehr spezielles Aussehen, sehr länglich, sehr dünn vor allem, was für großtechnische Einsätze oft schwierig ist zu ernten, weil sie durch die meisten Maschinen durchfallen. Wir machen das meiste bei den Kipflern händisch am Boden, aber es zahlt sich halt aus. Es ist geschmacklich ein Wahnsinn, ein Kipfler. Also wir im Betrieb haben seit 3 Jahren Bienen. Angefangen haben wir mit einem Stock, mit einem Volk. Das hat sich dann entwickelt zu zuerst 3 und jetzt mittlerweile 13. Ich finde, die Bienen passen gut in unser Betriebskonzept insofern, da natürlich der Garten sehr stark blüht, da die Tracht für die Bienen gegeben ist und man das sehr gut Hand in Hand nutzen kann. Unser Maschinenpark ist, wie man im Hintergrund erkennen kann, doch schon etwas älter, aber was nicht bedeutet, dass er schlechter ist. Der Vorteil von unseren Maschinen generell ist, man kann alles nur selbst reparieren, man kann es an die Größe anpassen. Ich kann, wenn ich was brauche, wenn ich irgendwie eine Idee habe, wo ich eine Maschine umbauen kann, verbessern kann oder zumindest an meine Arbeitsweise anpassen kann, bin nicht abhängig davon, dass ich für jede Arbeit eine neue Maschine brauche, weil ich ja aus einer Maschine viele kleine Einsatzbereiche machen kann. Wiesen waren bei uns immer Bestandteil vom Hof, weil früher hat es Kühe gegeben für uns. Wir haben jetzt aktuell keine Viecher mehr im großen Stil, nur mehr Streicheltiere. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man die Wiesen einfach beibehält. Es ist ein wichtiger Lebensraum für Insekten, für Vögel, für alles Mögliche. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man die Wiesen sehr schonend pflegt, mäht, wie auch immer. Also der Klimawandel beeinflusst in unserem Fall die Landwirtschaft natürlich sehr stark, weil die Sonneneinstrahlung wird immer intensiver, die Wetterkapriolen werden immer stärker, unterscheiden sich ja sehr stark in der Intensität. Und da kommt jetzt natürlich zugute, dass wir so viele verschiedene Sorten haben, weil jede Sorte hat für sich einen anderen Widerstand. Und gerade bei diesen extremen Schwankungen im Klima ist es auch sehr wichtig herauszufinden, welche Pflanzen sind zumindest in gewisser Weise prognostizierbar bei der Ernte. Und das ist schon auch das Ziel natürlich vor dem Projekt, sage ich mal, mitreden zu können, was ist gut, was ist schlecht und das wieder herauszufinden. Ich finde wichtig, dass wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, dass man sowohl auf die Natur Rücksicht nimmt. Wir sind abhängig von der Landwirtschaft und von der Natur, deshalb sollte man die größtmöglich schützen, in jeder Beziehung, in der wir kennen. Naturschutz zu betreiben in Form von Artenvielfalt, Erhaltung, einfach damit man flexibel ist. Dass man eben an diese verschiedensten Umwelteinflüsse bestmöglich angepasst ist und immer ein bisschen mit dem Wandel gehen kann.